Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Zweikanal. Ich hoffe, euch geht es ganz gut. Heute machen wir die Prediction zur zweiten Bundesliga der Rückrunde. Das ist im Vorhinein aufgenommen, das heißt, ich kenne auch keine Transfers und so weiter, wenn es bis jetzt Transfers gab. Alles in der Vorproduktion. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit starten wir rein. So, wir können ja ganz kurz festhalten. Überraschungen gibt es auf jeden Fall in der Tabelle. Ich persönlich habe erwartet, dass Schalke 4 so weit drin steht im Abstiegskampf. Münster habe ich ein bisschen besser eingeschätzt, Braunschweig ähnlich. Ulm und Regensburg steht da schon nach meiner Berechnung auch richtig. Hertha hätte ich besser, viel besser eingeschätzt. Ich hatte Hertha, glaube ich, auf den ersten getippt. Aber dazu wird es dann auch noch eine Reaktion geben am Ende des Jahres, wo die Jungs hinstehen. Nürnberg habe ich auch ähnlich eingeschätzt. Darmstadt müsste ich, glaube ich, auch sehr ähnlich eingeschätzt haben. Lautern auch. Düsseldorf höher geschätzt. Hannover, glaube ich, auch circa da. Paderborn habe ich, glaube ich, weiter unten eingeschätzt. Ja, sehr weit unten, so 14. oder so. Das war ein Fehler, ganz klar. Die haben eine richtig spannende Truppe. Magdeburg habe ich sehr ähnlich, glaube ich, sogar eingeschätzt. Elversberg habe ich Abstiegskampf geschätzt. Das war auch ein Fehler. Hamburg habe ich sehr gut geschätzt. Karlsruhe auch ein bisschen weiter unten. Und Köln auch sehr ähnlich. Das ist so erst und das im Vorhinein. Damit gehen wir dann in den Tabellenrechner rein. Wir machen die ganze Rückrunde. Wie gesagt, es könnte sein, dass ich vielleicht ein bisschen parteiisch für Magdeburg bin. Ich bin Magdeburg-Fan. Da wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns dann am Ende mit Begründung. Wenn es denn predicted ist. So Leute, 33 Spieltage habe ich jetzt schon mal predicted. Es wird zu 100% nicht annähernd so kommen. Und die Tabelle hat auch, also der Tabellenführer hat unglaublich wenig Punkte, meiner Meinung nach. Aber ihr seht hier schon mal so meine Tendenz. Auch die 9 Punkte Unterschied hier sind sehr unrealistisch. Muss ich einfach so sagen, da bin ich ganz ehrlich. Ich zeige euch die Ergebnisse, die ich getippt habe. Ich weiß, es werden wieder viele Leute sagen, Regensburg hat da gewonnen. Das wird niemals passieren. Aber es ist halt Fußball, da kann alles passieren. Hier habt ihr meine Tipps, ich gehe da mal schnell durch. Und ich würde sagen, ich habe halt sehr viel Unentschieden getippt, auch für Magdeburg. Da will ich auch nochmal drauf eingehen. Weil man denkt natürlich so, jetzt wird sein Club schon nicht gewinnen, aber ich glaube, ich habe das relativ fair getippt hier. Ich habe, glaube ich, 5 Niederlagen Minimum getippt. Das ist viel mehr es ist mehr als in der Hinrunde. Deswegen, ich glaube, das geht so ganz in Ordnung. Ich glaube, das ist relativ fair. Und auch jetzt aktuell 1 Punkt noch weniger geholt als. Er hat sogar 2 Punkte weniger geholt als in der Hinrunde bis jetzt. Damit gehen wir zum letzten Spieltag über. Den will ich mit euch predikten. Ich hoffe, man hat alles gesehen. Wenn nicht, einfach pausieren, immer wenn man das sehen möchte. Dementsprechend. Gut. Letztes Duell, es geht halt um Aufstieg, ne? Also ich glaube, hier können tatsächlich noch, theoretisch kann Darmstadt noch aufsteigen. 10 Vereine können aufsteigen. Und Abstieg kann da nichts mehr passieren. Wie gesagt, um nochmal zu erklären, ich denke, Braunschweig wird nicht absteigen. Die haben die beste Qualität von den Mannschaften, die unterstehen im Kader, aber natürlich nicht die beste Mannschaft. Das ist ganz wichtig zu sagen. Qualität ist das eine, Mannschaftsgefühl das andere. Das sieht man auch aktuell im Aufstiegskampf. Zum Beispiel bei der Hertha, die für mich auch es nicht schaffen wird, auch mit Fabian Reese dann, wenn er denn fit wird. Ich glaube, hier unten ist auch relativ viel gleich geblieben. Jetzt sehe ich Schalke besser, auf jeden Fall. Die werden auch vielleicht nochmal leicht in den Aufstiegskampf stoßen. Aber ja. Kaiserslautern gegen Köln. Ich glaube, Köln steigt im Endeffekt auf. Die werden das machen. Also die sind meine Favoriten für die Rückrunde, wenn die gut einkaufen. Wie gesagt, zum aktuellen Punkt weiß ich es noch nicht. Darmstadt gegen Regensburg, ja. Favorit ist klar Darmstadt. Ich sehe ein 3-1 als realistisch. Die werden damit dann hier erstmal Dritter. Dann Karlsruhe gegen Paderborn. Das finde ich sehr schwierig. Ich sehe Karlsruhe als sehr gute Zweitligamannschaft an und sage, dass das dann hier aber ein Unentschieden wird. Paderborn und Karlsruhe wird sich relativ ausgleichen. Ich denke, dass Paderborn wieder die Kurve kriegt, die Kurve wieder ein bisschen nach oben kriegen. Die haben ja zuletzt nicht so gut gepunktet. Ich denke mal, das wird wieder werden.
Der HSV, für mich auch klarer Aufstiegsfavorit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke mal, die werden das hier auf jeden Fall machen. Die werden meiner Meinung nach sehr, sehr sicher aufsteigen. Hannover gegen die Hertha. Ja, Hannover wird das, denke ich mal, nicht gewinnen. Unentschieden sehe ich da auch als realistisch an. Schalke gewinnt dann noch gegen Elversberg. Elversberg rutscht dann sogar auf Platz 10 ab. Ich glaube, das ist auch relativ unrealistisch. Aber es ist halt im Endeffekt es sind nur 2 Punkte halt aktuell zu Platz 3. Magdeburg gegen Düsseldorf. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist halt auch so ein sehr, sehr, sehr emotionales Spiel, würde ich sagen. Wenn man weiß, was beim letzten Mal passiert ist. Ist auch nicht lange her. Das sitzt immer noch sehr tief in den Knochen. Weil ich auch, wie gesagt, vorproduziere. Und das ist da echt schon nicht noch sehr, sehr schwierig. Ich habe ein Gefühl, die Jungs sind gut drauf. Die machen 2-1. Es ist, ja, jeder wird in die Kommentare schreiben, das wird niemals so passieren. Bin ich voll bei euch. Aber es ist halt einfach mal eine Prediction, da kann alles mögliche passieren. Hier sehe ich Nürnberg als klaren Favoriten. Und ich denke, Preußen macht das Ding unten im Keller. Damit wäre bei mir der HSV Erster. Köln Zweiter, Dritter wäre der FCM. In der Relegation dann damit. Das will ich auf gar keinen Fall. Da wäre ich lieber Vierter. Ich glaube, das könnte ich mental überhaupt nicht. Darmstadt wird Vierter. Karlsruhe Fünfter. Sechster Paderborn. Siebter Hannover. Achter Kaiserslautern. Düsseldorf enttäuscht grundlegend auf dem 9. Elversberg wird noch 10. Schalke baut sich gut auf, wird noch 11. Hertha 12. Nürnberg schafft einen Klassenerhalt, genauso wie Fürth und Braunschweig. Preußen Münster wird 16. Ulm wird 17. und letzter bleibt Jan Regensburg. Und auch ganz wichtig zu erwähnen, ich glaube, man sieht den Schalke-Aufbau dann auch wieder 20 Punkte entfernt vom 16. Sagen schon viel aus, meiner Meinung nach. Dass sie sich dann noch gut gefangen haben. An dieser Stelle könnt ihr dann, so wie immer, das ist mir sehr, sehr wichtig, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich weiß ganz genau, es kommt immer wieder. Beim Video zur ersten Prediction kam auch, dass Schalke locker Erster wird. Die sind automatisch schon aufgestiegen, habe ich gelesen. Ja, man sieht, dass es nicht so ist. Die Liga ist unglaublich ausgeglichen, deswegen unglaublich schwer, diese Liga zu predikten. Ich hoffe, ich habe das trotzdem relativ gut hinbekommen. Bitte bleibt fair in den Kommentaren. Auch zu anderen, auch bitte zu mir. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und damit ciao Leute.